Und irgendwann ist er da, dieser Ofen, mit diesem komischen Kasten. Auf welche Knöpfe sollst du nun drücken? Hier erkläre ich dir wirklich nur die Basics und versuche dir die ersten Berührungsängste zu nehmen. Zuerst öffne ich mal den Deckel vom Ofen, dann kann er nicht starten und ich kann an der Bedienung drücken, wie ich möchte. Wenn wir diese Schaltung hier sehen, dann sehen wir hier diese sogenannte Brennkurve. Und jetzt stellt euch diese Brennkurve, ich male sie mal auf, die ist eigentlich bei jedem Ofen gleich. Man hat hier so eine Startzeit, dann hat man eine erste Rampe. Manche Öfen haben hier noch eine Haltezeit eingebaut, die moderneren. Dann kommt die zweite Rampe, die Endtemperatur und dann fällt die Temperatur wieder. Manche Öfen haben hier eine Rampe. Das ist auf allen Steuerungen gleich. Ihr müsst euch aber jetzt Folgendes vorstellen. Diese Richtung ist die Temperatur und hier diese Richtung zeigt die Zeit. Ich schreibe es mal dran. Das haben eigentlich alle diese Steuerungen gleich. Hier seht ihr zum Beispiel mal eine modernere Steuerung. Hier sind die kleinen Zwischenschritte drin, aber wir konzentrieren uns mal auf die einfache Variante und beginnen eigentlich, wenn wir den Ofen einschalten oder die Steuerung, dann hat eigentlich jede Steuerung einzelne Programme. Die finde ich hier, da habe ich 5 Stück. Durch Draufdrücken oder kann ich zwischen diesen switchen. Ich muss also nicht jedes Mal neu programmieren, sondern wähle einfach eines meiner vorgefertigten Programme. Ich starte jetzt Programm 1, der Ofendeckel ist auf, es passiert nichts und ich stoppe sofort wieder. Ich bin im Bearbeitungsmodus. Dieser Pfeil switcht zwischen den einzelnen Positionen und seht ihr jetzt hier unten dieses flache Ding, es blinkt. Das heißt, wie viel Zeit ist der Ofen aus, bis er startet? 0 Minuten in dem Fall. Dann die erste Temperaturrampe. Die Zeit blinkt, 1 Stunde. Ich drücke erneut die Temperatur für diese Rampe. 100 Grad. Der Ofen erreicht 100 Grad in 100 Minuten. Die Endtemperatur ist auch 100 oder 105. Und diese Zeit wird 10 Minuten gehalten. Ich benutze dieses Programm zum Keramiktrocknen. Also in 0 Minuten geht's los. Ich kann dieses Programm sichern, dass ich es immer habe. Und wenn ich auf Start-Stopp drücke, dann läuft es los. In dem Fall nicht, weil der Ofendeckel auf ist. Und das ist eigentlich alles. Wenn man diese Steuerung also benutzt, stellt man mindestens 4 Dinge ein, wenn man vorne die Wartezeit weglässt. Wir machen das nochmal. Ich nehme Programm 2, ich gehe in den Bearbeitungsmodus, ich starte es, ich stoppe es, bin im Bearbeitungsmodus und jetzt stelle ich ein, in wie vielen Minuten soll der Ofen starten. Sagen wir mal 2,5 Stunden. So, stelle ich das hier ein, gehe ich zum nächsten Punkt, es blinkt unten die Zeit, ich stelle ein, wie viele Minuten heizt der Ofen langsamer? Ich sag mal 2 Stunden lang. Erreicht er durch Drücken, Temperatur Rampe 1, 300 Grad. In 2 Stunden auf 300 Grad. Ich stelle die Endtemperatur ein, für einen roten Ton zum Beispiel 1150. Ihr könnt hier ganz oft drücken oder lange drauf bleiben, dann springen die Zahlen irgendwann schneller. So, 1150 und ich halte diese Temperatur 30 Minuten. Ich sichere das Programm, dann ist es immer auf Platz 2 verfügbar und jetzt kann ich starten und ihr seht hier unten die Zeit, sie
leuchtet und in 2 Stunden 30 wird das Programm dann anfangen mit Heizen. Es ist im Prinzip einfach. Natürlich unterscheiden sich alle Fabrikate, dafür gibt es Bedienungsanleitungen, aber im Grunde genommen ist das alles, was ihr wissen müsst. Das war jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Beginner-Guide zum Reinschnuppern, wie wir alles einstellen und warum. Das ist dann schon etwas anspruchsvoller. Dafür wird es demnächst ein nächstes Video geben. Und übrigens, weil das Fabrikat zu sehen war, es ist keine bezahlte Werbung. Ich zeige das gern. Dieser Ofen ist 25 Jahre alt und hat mich nie im Stich gelassen. Andere Öfen sind auch gut, aber ich werde es nicht verstecken, dass das wirklich ein gutes, zuverlässiges Teil ist.